Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, wie viel Bock ich heute auf dieses Review habe. Ich habe heute hier für euch die BSA Ultra SE. Ein Gewehr, ihr werdet es im Laufe des Videos sehen, das unglaublichen Spaß macht. Los geht's! Kommen wir erstmal zu den technischen Daten. Ihr seht es hier, es passt super ins Bild. Wir haben eine Länge von 82 cm. Der Lauf ist gerade mal 30 cm lang. Hat hier vorne eine halb Zoll UNF-Gewinde, auf dem hier ein Kompensator aufgebracht ist. Und das ganze Gewehr hat gerade mal ein Gewicht von 2600 Gramm. Wir haben ein 10-Schuss Trommelmagazin. Ich zeige euch auch später, wie das herausgenommen wird, wie das geladen wird. Aber jetzt gucken wir es mal ganz genau hin. Ihr seht hier vorne dran einen Kompensator vom BSA, der an das Halbzoll UNF-Gewinde angeschraubt ist. Hier lässt sich alternativ ein Schalldämpfer befestigen. Hier haben wir die Kappe, die sich abdrehen lässt. Dann könnt ihr den Füllschlauch anstecken und das Gewehr aufpumpen bzw. mit der Flasche befüllen. Den schon angesprochenen 30 cm kurzen Lauf. In dem Fall einen Kunststoffschaft aus Allwetterkunststoff, der sehr, sehr wertig ist. Das Gewehr gibt es auch noch mit einem Holzschaft. Dann haben wir hier unten den einstellbaren Abzug, der von Werk aus extrem gut eingestellt ist. Das werdet ihr später beim Schusstest auch sehen. Wir haben leichte, rauere Stellen hier im Griffbereich und hier im Vorderschaftbereich, dass man das Gewehr auch schön festhalten kann. Hier seht ihr ein BSA-Logo. Dann haben wir eine erhöhte Schaftbacke, die beidseitig ist. Das ist sowohl für Links- als auch Rechtsschützen geeignet ist, das Gewehr. Sehen hier unten das BSA-Logo und ich hebe das Gewehr jetzt mal ein bisschen an. Auch eine angebrachte Öse für einen Gewehrriemen. Das gleiche haben wir übrigens hier vorne auch. Dann haben wir eine gummierte, ventilierte Schaftkappe. Hier seht ihr den Sicherungshebel, ist eine manuelle Sicherung, die entweder ein- oder ausgestellt wird. F heißt Fire, S wie Safe, wie immer. Hier haben wir den Repetierhebel, das 10-Schuss Trommelmagazin, das momentan eingelegt ist. Die Bezeichnung BSA Ultra SE hier für den deutschen Markt. Frei ab 18 Jahren, eine Waffe mit unter 7,5 Joule und auch hier seht ihr die maximale Fülldruck von 232 bar. Und nicht zu vergessen, obendrauf eine angebrachte 11 mm Prismenschiene, auf der ich das Zielfernrohr befestigt habe. Kommen wir gleich mal hier zu dem Knopf. Wenn man diesen Knopf nach vorne zieht und dann auch, ich versuche das jetzt mal einhändig, den Repetierhebel nach hinten zieht, lässt sich das Magazin herausnehmen. Ihr seht hier die Öffnung, ich halte es gerade extra mal ein bisschen schräg, da seht ihr hier so ganz leicht weiß so eine kleine überstehende Kante. Wenn ihr da ein Diabolo reinfallen lasst, bleibt es automatisch drin stecken und dann lässt sich das hier weiterdrehen aufs nächste Diabolo. Und somit lässt sich das Trommelmagazin dann befüllen. Eine Besonderheit daran ist, sobald ein Diabolo eingelegt ist und ihr dreht zum nächsten, springt es nicht so wie hier jetzt gerade, weil ich kein Diabolo eingelegt habe, wieder zurück zum ersten, sondern lediglich zum letzten gefüllten Schuss. Bedeutet, angenommen ihr habt ein Magazin mit 10 Schuss geladen, schießt 3 Schuss weg davon, habt ihr die Möglichkeit, das Magazin herauszunehmen. Das steht dann noch auf dem 7. Schuss und dann könnt ihr lediglich diese fehlenden 3 Schuss wieder nachfüllen. Das bedeutet, man muss das Magazin nicht leer schießen, um es zwischendurch einfach füllen zu können. Ich mache das mal einhändig. Ganz einfach eingelegt. Hier vorne den Schalter. Ihr seht, wie leichtgängig das auch alles ist. Und jetzt mache ich das mit einem Finger und habe das nächste Diabolo somit aus dieser Trommel herauf in den Lauf geschoben. Momentan steht das hier auf Safe. Wenn ich auf Fire gehe, padauz und los geht's. Ich möchte es gerade nochmal zeigen. Ich halte die Kamera mit einer Hand
Sehr leicht. Und so kann ich dann schießen. Apropos Schießen, ich hätte gesagt, jetzt wird es Zeit für den Schusstest. Schnallt euch an. Jetzt sind wir beim Schusstest der BSA Ultra SE. Ich werde 2 Gruppen schießen. Erstmal mache ich schön präzise und gucke, was ich für einen kleinen Streukreis zusammenbekomme. Da wird auch zwischen den einzelnen Schüssen geschnitten. Also da werde ich mich konzentrieren, dann das kurz schneiden und dann, dass es für euch nicht zu langatmig wird. Und dann werde ich das Magazin nochmal vollladen. Werde 10 Schuss reinladen und werde die wirklich live inklusive repetieren einfach laufen lassen, dass ihr seht, in welcher kurzen Zeit man eben diese 10 Schuss machen kann. Schießen werde ich mit der BSA Ultra SE ein Bullseye 6 bis 24 x 44 Zielfernrohr, JSB exakt 4,53 mm, aufgelegt 11,5 Meter. Los geht's! So, jetzt seht ihr hier das Ergebnis. Unten hatten wir ja die gezielte Salve mit 10 Schuss. Da haben wir 7,5, knapp 8 mm. Ich behaupte mal, das ist echt richtig gut. Und oben seht ihr nochmal das Ergebnis, wo ich einfach mal die 10 schnell durchrepetiert habe. Ihr habt ja den Repetiervorgang und alles live mitbekommen. Also da redet man wahrscheinlich ungefähr von einem Zentimeter. Ich gucke mal, dass ich das einhändig schön mit Filmen noch hinbekomme hier. Ja, sowas. Ja, 9 mm mit der schnellen Salve, also absoluter Hammer. Ein richtig ultra geiles Gewehrchen. So ein gutes Schussergebnis kann natürlich nur zustande kommen, wenn das Gewehr auch eine konstante Druckabgabe hat. Schauen wir uns doch einfach mal den Chronitest an, wie das hier bei der BSA Ultra SE aussieht. Ich werde 10 Schuss machen und dann gucken wir einfach mal, wie konstant die Waffe ist und welche Leistung sie hat. Das waren die 10 Schuss, wir werten sofort aus. Schussanzahl 10, durchschnittlich 6,9 Joule, das ist ein super Wert. Durchschnittsgeschwindigkeit knapp 159 Meter, die mindeste war 158,05, die höchste 159,93, das heißt alles in der Range von 1,88 Meter. Standardabweichung vom Mittelwert 0,5 Meter die Sekunde, das ist gar nichts. Ein herausragender Wert auch hier für die BSA Ultra SE. So langsam fehlen mir die Gegenargumente, warum ich dieses Gewehr nicht besitzen sollte. Ich würde euch jetzt gerade mal das Repetieren zeigen und wie man eine schnelle Schussfolge machen kann. Ihr habt es ja schon an der Zielkarte gesehen, wo ich ein doch recht ordentliches Ergebnis auch geschossen habe. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie schön das funktioniert. Ich hoffe, man kriegt mich hier gut rein in die Kamera. Okay. Ihr seht, es ist ein unglaublicher Spaßbringer. Ich denke, so muss ich einen Jäger mit einem Repetierer fühlen. Der Abzug ist gerade zweimal einstellbar. Ich probiere die zweite Stufe überhaupt gar nicht aus. Für mich ist die erste wirklich perfekt. So würde ich meinen Gewehrabzug einstellen. Man muss auch bedenken, das hier ist keine Wettkampfwaffe. Das ist wirklich eine
naja, Blinking-Waffe wäre ein bisschen gemein dem Gewehr anzutun oder nachzusagen. Es ist wirklich ein Spaßrepetierer. Kommen wir zum Fazit. Ihr fragt euch bestimmt, warum ist hier noch nirgends ein Ergandi-Aufkleber drauf. Leider ist es noch nicht mein Gewehr. Ich habe vor ein paar Jahren geheiratet. Ich muss solche Sachen bei der Kommandozentrale natürlich anmelden. Da kriege ich momentan sehr schwer was durchgedrückt. Also das heißt, liebes Team vom BSA, wenn ihr einen Menschen richtig glücklich machen wollt, schenkt mir dieses Gewehr. Ich wäre euch absolut dankbar. Negative Punkte habe ich überhaupt gar keinen. Wenn wir irgendwas suchen, an den Haaren herbeiziehen, was wir bemängeln könnten, dann könnten wir es auf den Abzug schieben, der hier nur zweifach einstellbar ist. Ganz ehrlich, ich habe den nur in einer Einstellung geschossen, die war für mich perfekt. Das heißt, sucht euch euren eigenen Grund, ich finde keinen. Absolut kompaktes Gewehr, unglaublich präzise, absoluter Fun-Repetierer. Ich habe alles schon gesagt, was mir dazu einfällt. Wem würde ich das Gewehr empfehlen? Ich würde das Gewehr jedem empfehlen, der einen Presslüfter sucht, der mehrschüssig ist. Das Gewehr gibt es auch mit Holzschaft, das heißt, auch der Schaft wäre keine Ausrede. Für mich wäre das ein reines Arbeits- und Spaßtier, deswegen würde ich entgegen meiner normalen Einstellung sogar hier dieses Gewehr auch mit dem Kunststoffschaft nehmen. Der liegt absolut super in der Hand, fühlt sich wirklich hochwertig an. Ich persönlich bin hellauf begeistert. Das Gewehr wäre wirklich die perfekte Ergänzung zu meinen 2 Gewehren, die ich als Eigentum selbst besitze, meine HW30S und meine Anschütz 9015 One. Da wäre das als Spaßkracher für zwischendurch einfach absolut die perfekte Ergänzung. Von meiner Seite aus war es das. Ihr seht, ich kann meine Begeisterung nicht zurückhalten. Ich will es auch gar nicht, weil die ist wirklich echt unglaublich. Absolut unglaublich. So, und das war es von meiner Seite aus. Ich danke euch, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei. Ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal und lasst vielleicht den einen oder anderen Kommentar da. Das wäre absolut klasse, dann hätte sich meine Arbeit gelohnt. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, sagt der Gandhi.